Namasté. Ich bin die Ingrid. Ich möchte dich heute einladen zu einer Yin Yoga Sequenz für den Oberkörper. Und ich möchte auch gleich ankündigen, dass noch eine zweite Sequenz kommen wird für den Unterkörper und die Beine. Wer Yin Yoga noch nicht kennt, dem kann ich es bestens empfehlen. Das ist nach meiner Meinung die allerschönste Art, seine Muskeln zu pflegen, das Fasziengewebe zu pflegen. Probier es doch einfach mal aus. Und wer es schon kennt, den lade ich ein, sich einzulassen auf diese Stunde mit mir heute im Bavarese Fitnessstudio. Ich möchte ausdrücklich nochmal darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, wie sehr du dich verbiegen kannst heute, sondern es ist wichtig, loszulassen. Dass du dich weich machst, dass du dich hängen lässt, damit die Muskelketten sich schön strecken können, das Fasziengewebe sich entwirren kann und sich wieder schön strecken kann. Wenn eine Übung dir unangenehm ist, dann geh einfach so weit zurück oder löse sie so weit auf, dass du auf alle Fälle keine Schmerzen verspürst, dass es nirgendwo sticht oder ganz unangenehm ist. Es darf die Dehnung spürbar sein, aber sonst auch nichts. Und es sollte sich immer angenehm anfühlen, bis zur Grenze an unangenehm. Und dann machst du einen Cut. Ja, dann komm mit mir auf deine Matte. Du brauchst einen Block, wenn du hast, oder eine zusammengefaltete Decke. Vielleicht legst du dir noch eine zweite Decke bereit. Du kannst auch statt dem Block ein dickes Buch nehmen. Und ansonsten ein schönes, stilles Plätzchen, wo du ungestört für dich üben kannst. Wir fangen an mit einer Brustkorb öffnenden Übung, das schmelzende Herz. Komm mit mir in den Vierfüßlerstand. Stell deine Knie und das Becken. Hier schöner zwei rechte Winkel sind. Und mit den Händen krabbelst du so weit nach vorne, wie es geht, dass die Arme ganz lang werden. Und dann lässt du deinen Oberkörper nach unten sinken, die Ellbogen berühren den Boden. Du kannst die Stirn gerne am Boden ablegen. Und dann faltest du deine Hände über den Kopf und legst die Hände einfach auf den Hinterkopf. Wir verharren in jeder Körperhaltung ca. 3 Minuten. Und du solltest dich ganz weich machen, deine Muskeln sollen sich ja dehnen, dein Fasziengewebe soll sich strecken. Mach dich weich, lass dich richtig hängen. Sei ganz entspannt. Atme tief ein und aus. Ganz ruhig, lass die Atem fließen. Achte auch darauf, dass dein Unterkiefer entspannt ist. Dass der ganz locker in seinen Gelenken hängt. Und achte darauf, dass die Zunge entspannt bleibt, denn die Zunge ist manchmal sehr nervös und aufgeregt und sucht im Mund umher. Mach die Zunge ganz breit und leg die Ränder auf den Wulst vor den vorderen Schneidezähnen ab. Und spür, wie deine Achseln langsam weich werden, wie die Brust immer tiefer Richtung Boden sinken kann. Und der Po bleibt aber in der Luft.
den Atem ruhig fließen und versuch auch den Ausatmen lang zu halten. Also nicht nur tief einatmen und dann womöglich schnell aus, sondern atme ein, ganz bequem, und lass den Atem ganz langsam ausströmen, ganz weich. Heute geht es wirklich nur um Entspannung und sich weich werden lassen. Dann streckst du deine Arme wieder nach vorne aus, stützt dich auf die Hände, kommst in den Vierfüßlerstand. Setz dich wieder auf deine Matte, grätsch die Beine, klapp deine Unterschenkel ein und bring die Fußsohlen zusammen in die Schmetterlingshaltung. Du kannst die Füße ganz nah bei dir lassen, du kannst die Füße aber gerne ein Stück von dir wegschieben. Und du legst dich nach vorne über deine Beine. Legst die Handrücken auf den Boden, sodass die Handflächen nach oben schauen, damit die Oberarme sich schön nach hinten drehen und die Brust sich noch schön öffnen kann. Und lässt den Oberkörper nach vorne sinken. Wenn deine Körperrückseite es nicht zulässt, dass du nach vorne sinken kannst, dann nimm dir entweder eine Decke oder auch die Bücher oder den Klotz und setz dich drauf. Und dadurch, dass das Gesäß höher rauskommt, kannst du dich auch viel leichter nach vorne neigen. Der Schmetterling. Die Uhr läuft. Eine halbe Minute ist schon wieder um. Lass deinen Oberkörper nach vorne sinken. Du wirst merken, wie der Oberkörper immer schwerer wird, also die Faszienketten, die Muskelketten auf der Körperrückseite lassen langsam nach und immer weiter kann dein Oberkörper und dein Kopf Richtung Boden sinken. Mach dich ganz weich, lass den Atem fließen, ganz ruhig. Gib den Muskeln und Faszien die Möglichkeit, auch loszulassen. Die ganze Körperrückseite wird jetzt gedehnt, also die rückwärtigen Faszienketten, die bei den Fußsohlen anfangen und dann über die Waden, die Oberschenkel, den Po seitlich an der Wirbelsäule rechts und links nach oben gehen, über den Nacken, über den Kopf bis zur Nasenwurzel. Dein Kopf kann ganz locker nach unten sinken, mach alle Muskeln ganz weich. Und schau immer wieder mal nach, ob nicht doch irgendwo ein Muskel angespannt ist. Das macht man ganz unbewusst, ohne Absicht. Spannt sich plötzlich ein Muskel an. Achte darauf, dass wirklich alles ganz losgelassen ist.
drehst du die Handflächen nach unten um und stützt dich mit den Händen, deine Arme bringen den Oberkörper wieder nach oben zum Sitzen. Nimm den Block oder das Kissen wieder unter dem Po raus. Und wenn du magst, schau dir mal deine Knie hin und her, nimm die Beine richtig, die Füße richtig weit auseinander, sodass die Knie schön Platz haben, sich zur Mitte zu neigen, ein Knie zur Mitte, ein Knie nach außen. Der Scheibenwischer. Und wir kommen zur nächsten Übung. Sicherlich kennen viele von euch die Krokodilsübung. Streck dich auf deiner Matte aus. Ich muss jetzt schnell schauen, was ich mit dem Mikro mache. Stell die Beine hinter Rücken an und schlag jetzt das rechte Bein über das linke, so wie man beim Tisch oft sitzt und die Beine übergeschlagen hat. Streck deine Arme seitlich aus, waagrecht aus der Schulter. Und dann lässt du deine Beine beide auf die linke Seite sich neigen. Und da bleiben sie dann liegen, so tief wie es eben geht. Wenn sie nicht ganz bis zum Boden kommen, das ist kein Problem. Dann lass sie einfach so weit sich zur Seite neigen, wie es geht. Den Kopf drehst du zur anderen Seite, also aufs rechte Ohr. Den linken Arm kannst du gerne aufs rechte Knie legen, um das rechte Knie so ein kleines bisschen zu fixieren. Und den linken Arm, den beugst du leicht an, ganz wenig im Ellbogen nur, dass er nicht durchgestreckt ist, und schiebst den Arm so weit nach oben, also den Ellbogen so weit Richtung Kopf, bis du spürst, wie hier der kleine Brustmuskel gedehnt wird, bis da eine Spannung drauf ist. Es kann sein, dass es gar nicht viel ist, und es kann sein, dass du den Arm ganz weit nach oben nehmen kannst. Einfach so, wie es bei dir geht. Wenn die rechte Schulter in der Luft hängt, also so ungefähr, dann nimm dir noch eine Decke und leg deine Hand oder deinen Unterarm auf die Decke. So hat deine Schulter die Gelegenheit, noch nach unten zu sinken, und dein Arm hängt aber nicht so ganz in der Luft. Und dann lass nach. Mach dich ganz weich wieder. Denke an deine Zunge. Leg die Zunge ganz entspannt am Gaumen ab. Auch der Unterkiefer ist ganz locker. Hängt ganz locker in den Gelenken. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Die Zähne sind weit voneinander entfernt, ganz entspannt und weich. Atme wieder ganz ruhig ein und möglichst lange aus. Spüre, wie du mehr und mehr in die Haltung reinsinken kannst. Spüre die Dehnung auf der ganzen rechten Seite, hier in der Hüfte, vielleicht sogar am Po. Spür die Dehnung hier in der Flanke, im Brustkorb, in der Schulter. Spür die Dehnung auch in den schrägen Bauchmuskeln. Lass dich hängen, mach dich weich. Lass den Atem ganz weich fließen. Wenn dein Atem stockt, dann kannst du danach gehen, dass dir irgendwas nicht richtig passt.
dass du zu stark in der Drehung bist, dann geh einfach ein Stückchen zurück, geh raus, so weit, bis du wieder ganz angenehm und ruhig atmen kannst. Und halte noch die Krokodilsdrehung ungefähr 1 Minute. Lass alle Muskeln los. Ja, jetzt wird die Haltung langsam wieder aufnehmen. Erstmal die Hand vom Knie runter. Komm mit den Beinen wieder zur Mitte. Auch mit dem Kopf. Stell die Beine nebeneinander. Lass die Arme noch mal ganz genüsslich ausgebreitet und streck mal auch deine Beine auf der Matte aus. Spür, wie die rechte und linke Körperhälfte sich völlig unterschiedlich anfühlen. Und dann komm mit mir auf die andere Seite. Stell die Beine wieder an. Hinter dem Becken. Schlag jetzt dein linkes Bein über das rechte Knie, über das rechte Bein. Lass deine Knie nach rechts sinken, soweit es eben geht. Kannst auch dein Becken so ein kleines bisschen nach links verlagern. Dann fühlt es sich manchmal ein bisschen angenehmer an. Dreh deinen Kopf jetzt nach links. Schau, dass dein rechter Ohrwaschelrand, dein linker Ohrwaschelrand die Matte berührt. Und jetzt kannst du gern deine rechte Hand auf das obere linke Knie legen, um das Knie einfach bei dir zu behalten. Und der linke Arm, den beugst du wieder leicht an im Ellbogen und schiebst den Ellbogen so weit nach oben, wie du es aushältst, wie es für dich angenehm ist. Auch hier kannst du wieder gern, wenn sich deine Schulter löst, ein Kissen unter den Unterarm oder den Handrücken legen, sodass der Arm nicht in der Luft hängt, sondern auf dem Kissen oder dem Block oder dem dicken Buch abgelegt ist, dass die Schulter sich weiter nach unten bewegen kann, nach unten sinken kann und du den Arm nicht in der Luft halten musst. Lass nach. Mach alle Muskeln ganz weich. Mach immer mal so eine kleine Inspektion durch den Körper, ob nicht doch noch irgendwo ein Muskel angespannt ist, und lass ihn ganz bewusst los. Der Atem fließt ganz ruhig ein und tief aus. Der Kiefer ist entspannt. Die Zunge ruht am Gaumen. Du machst dich wieder ganz weich.
Lass dich hängen. Gib nach. Gib deinen Muskeln und Faszien die Gelegenheit, sich zu strecken, zu dehnen. Die 3 Minuten sind um. Löse jetzt wieder deine rechte Hand vom Knie. Bring die Knie, die Beine zur Mitte. Bring auch den Kopf wieder zur Mitte. Streck die Arme nochmal aus. Streck die Beine aus. Spür, wie dein Körper sich jetzt anfühlt. Und dann komm auf die rechte Seite, über die rechte Seite in die Bauchlage. Nimm den Block oder das dicke Buch oder vielleicht auch eine Decke. Die kann man vielleicht auch noch dicker zusammenrollen, muss aber unter Umständen gar nicht sein. Vielleicht brauchst du auch noch eine zweite Decke oder ein dickes Handtuch. Die nächste Übung heißt umarmende Flügel. Du legst die Decke unter den Brustkorb, möglichst unterhalb der Brust. Stellst deine Ellbogen unter die Schulter, legst die Unterarme nebeneinander und schiebst jetzt die Unterarme ineinander, sodass die Ellbogen erstmal sich kreuzen und dann möglichst noch ein Stück weiter voneinander weggehen. Leg die Stirn einfach auf den Boden ab, auf dem Kissen oder auf der Decke. Und wieder geht es darum, einfach loszulassen. Ganz entspannt die Dehnung im oberen Rücken zuzulassen, die Dehnung zwischen den Schulterblättern. Die Beine sind ganz locker, wackel mal mit dem Becken, ein bisschen hin und her. Überzeuge dich, dass auch der Po ganz weich ist. Der Kopf ruht ganz schwer auf der Decke oder auf dem Kissen oder auf dem Block. Lasse los.
Denk auch dran, deine Hände zu entspannen und deine Füße, die Fußriste liegen ganz flach auf dem Boden. Die Handriste ebenso, die Handflächen schauen zur Decke. Schau, dass deine Arme möglichst angenehm platziert sind. Bei Frauen ist es manchmal ein bisschen schwierig, je nach Oberweite. Aber ich denke, mit der Decke unter der Brust lässt sich's ganz gut liegen. Spür die Dehnung zwischen den Schulterblättern und in den Schultern selber, in den Schultergelenken, rund in den Muskeln, rund um die Schultergelenke. Wenn dein Atem stocken will, dann geh ein Stück zurück mit den Ellbogen und mach dir die Übung ein bisschen leichter. Komm wieder weiter hoch. Mit mehr Gewicht auf die Ellbogen, so hast du auch noch Dehnung, aber es ist nicht mehr so unangenehm. Und jetzt schau dir mal an, welcher Ellbogen vorne ist. Und wir wechseln jetzt die Position und geben den hinteren Ellbogen nach vorne. Der vordere rutscht nach hinten, der hintere ein Stück nach vorne. Und du bleibst jetzt nochmal mit gewechselten Armen in derselben Position. Umarmende Flügel. Lass los. Lass den Atem fließen. Komm wieder langsam zurück aus der Haltung. Löse die Arme. Nimm das Kissen, den Block oder was immer vorne weg von der Stirn. Leg deine Hände übereinander und leg deine Stirn ganz bequem auf dem Handrücken ab. Und spür nach, wie fühlt sich dein Schultergürtel an, wie fühlen sich deine Arme an. Dann kommen wir auch gleich zur nächsten Position, die offenen Flügel. Das ist jetzt ein bisschen tricky im Aufbau, aber wir werden es schon schaffen. Du kannst gerne die Decke unter dem Brustkorb unterhalb der Brust lassen. Hältst deinen Block, Buch oder Decke griffbereit.
Du streckst jetzt ich fange mal auf der anderen Seite an, deinen linken Arm quer zur Schulter. Waagrecht zur Schulter aus und drehst deinen Körper nach links auf den Arm drauf, so weit, bis du auf der Seite liegst. Nimmst dir gleich deinen Block, legst das Gesicht ab. Lässt dein unteres Bein ausgestreckt, dein linkes Bein, und das rechte Bein stellst du hinter der Kniekehle des linken Beins auf. So. Dann nimmst du den rechten Arm, gibst ihn hinter den Rücken und die Hände, die Finger, die dürfen durch die Taille, durch den kleinen Tunnel der Taille sich schieben. Wichtig ist, dass dein linker Arm wirklich waagrecht aus der Schulter ausgestreckt ist. Nicht so, sondern so. Du kannst jetzt mit dem Gewicht deines Beins ein bisschen regulieren, wie weit du dich noch zur Seite kippen kannst. Du solltest Druck spüren, leichten Druck auf deinem linken Oberarm an der Innenseite der Armkugel, des Schultergelenks. Da gibt es viele kleine Muskeln, die den Arm beweglich machen, die zur Brust hin gehen, also der Arm ist an der Brust angewachsen, mit fixiert, sagen wir so. Und diese Muskelgruppe soll jetzt massiert werden. Und das kannst du schön steuern, indem du mit deinem Bein das Körpergewicht auf deiner Schulter regulierst. Wenn du das Gefühl hast, du kippst leicht um, stell dein Bein einfach ein Stück weiter weg, sodass du in dieser Position noch 2 Minuten verbleiben kannst. Die obere Schulter ist geöffnet, dadurch, dass dein Arm nach hinten geht. Und die untere auch. Der Atem fließt wieder ganz ruhig. Versuch, die Ausatmung länger zu halten als die Einatmung. Wie bei allen Übungen vorher auch. Auch deine Zunge ist entspannt. Die liegt ganz weich am Gaumen. Dein Unterkiefer ist entspannt. Dein Atem fließt ganz weich und leicht und entspannt. Und du kannst dir gerne mal ein Lächeln gönnen. Löst die Haltung wieder auf, bring zuerst den oberen Arm wieder nach vorne, dreh dich zurück auf den Bauch. Kann sein, dass deine Schulter jetzt ein bisschen reguliert. Lass ihr Zeit. Die Zeit, die sie braucht, um sich wieder gut zu fühlen. Du legst dich einfach wieder
Ganz entspannt auf den Bauch, die Stirn, auf deinen Handrücken ab. Spürst deinen Körper, wie es sich anfühlt. Spür mal deine beiden Schultergelenke, die Schulterbereiche rechts und links, wie unterschiedlich sich jetzt anfühlen. Alleine von der Temperatur her, die eine dürfte sich kühler anfühlen, die andere ist wahrscheinlich jetzt ganz schön warm, gut durchblutet. Vielleicht spürst du sie auch dicker oder voluminöser als sonst, im Gegensatz zu anderen. Kommt dir vielleicht jetzt die eine Schulter viel größer vor? Und dann sollte es langsam wieder sich alles gut anfühlen. Gehen wir zur zweiten Seite. Du streckst jetzt den rechten Arm zur Seite aus, waagerecht aus der Schulter, schiebst dich auf die Seite, stellst das hintere Bein an, sodass du gut in der Position bleiben kannst, nimmst dir wieder den Block oder die Decke, was du gerne möchtest, legst den Kopf ab. Schau mal, dass dein Kopf nicht so eingerollt ist, sondern dass wirklich der Nacken gerade ist und du deinen Kopf gerade ablegst. Und wenn du diese Position gefunden hast, die dich so schön auf der Seite liegen lässt, dann kannst du den oberen Arm wieder nach hinten geben, durch den Tunnel in der Taille, die Finger einfädeln, die Handfläche schaut zum Boden hin und so dich der Entspannung hingeben. Du kannst wieder mit dem Gewicht deines Beines dirigieren, ob du vielleicht noch ein bisschen weiter dich nach hinten neigen kannst und so die Dehnung in der Schulter noch verstärken kannst. Und ansonsten entspannst du wieder, lässt dich weich werden. Lass die Dehnung in der Schulter zu, im Schultergelenk. Lass den Atem ganz bequem fließen. Verlängere die Ausatmung. Schau nach, ob auch wirklich jeder Muskel entspannt ist. Auch die Zunge, auch das Kiefergelenk. Mach dich ganz weich.
Und dann löse die Haltung langsam wieder auf. Löse erstmal den Arm, der sich auf dem Rücken befindet. Und dann rollst du dich sanft wieder auf den Bauch. Nimmst nochmal deine Hände nach vorne, legst die Stirn auf den Handrücken ab. Wackel mal mit dem Becken hin und her, lockere deine innere Wirbelsäule. Spüre deine Schultern. Spüre deinen Brustkorb. Dann komm kurz nach oben in den Vierfüßlerstand. Setz dich mal auf die Matte. Roll mit den Schultern nach hinten, nach vorne. Spüre die Freiheit im Oberkörper, die Leichtigkeit in den Schultern. Und zum Abschluss möchte ich dich einladen zu einer kurzen Entspannung im Liegen mit einer Decke, vielleicht mit der Rolle einer Decke oder mit dem Block oder einem dicken Buch unter dem Brustbein. Ich werde nicht die ganze Zeit dabei sein, ich werde mich von dir verabschieden, sodass du so lang ruhen kannst und diese Position genießen kannst, wie du möchtest. Aber ich möchte dir vorher noch zeigen, wie es gedacht ist. Hier ist das Brustbein, also du spürst hier da den knöchernen Anteil. Und auf der Rückseite des Brustbeins, da sollte, wenn es geht, dieser Klotz liegen. Und du rollst dich zurück, du nimmst ihn, du hältst ihn schon mal fest, du rollst dich zurück auf deine Matte, lässt den Kopf sinken, breitest deine Arme aus. Kannst gerne die Füße in Schmetterlingshaltung nehmen. So ist es auch sehr entspannend für das Becken. Und auf diese Weise kannst du noch ein paar Minuten verbringen, um nochmals den vorderen Brustkorb zu dehnen. Eine Alternative ist eine zusammengerollte Decke, die du dir längs unter die Brustwirbelsäule legst, sodass die Wirbelsäule erhöht ist und die Brust sich schön öffnen kann. Die Arme wieder schön ausgebreitet am Boden, die Handflächen zeigen nach oben, sodass die Schultern sich öffnen können und die Schulterblätter sich zum Boden hin bewegen können. Du suchst dir jetzt deine bevorzugte Position und ich verabschiede mich von dir und möchte dich heute schon einladen zu Teil 2 für den unteren Körper und die Beine. Hat mich gefreut, dass du mitgemacht hast. Namasté. Und wenn dir Yin Yoga gefallen hat, so schenk uns doch bitte ein Like oder abonniere uns auf dem YouTube-Kanal.
Dankeschön.